Und hier findet sich auch nicht mehr wirklich was, ne? Nee. Ach Mensch, wieso? Wieso das alles? Harm. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass wir kein Stück vorankommen. Gab es hier vielleicht noch irgendwas Interessantes von Bedeutung, außer die Reifenspuren, die wir schon entdeckt haben? Offenbar nicht. Offenbar nicht. Ja, toll. Freude. Was haben wir hier? Immer noch das Vogelnest? Immer noch das Vogelnest. Immer noch das Vogelnest. Boah, das darf doch nicht wahr sein. What's up? Yeah, let's see if your suspect has anything else to tell us. I don't have anything else to say to you people. Gut. Ja. It's John Montana, looking over Mr. Lansdowne's property. Wait a minute, what's that on his arm? Let's take it in a bit closer. Och nö. Look at the brand. Rolston Precision Classic. Same watch we found. Could John Montana have actually been inspecting the property himself 2 years ago, or even killing the victim? Also das ist doch jetzt das... Ich habe das Foto mir doch schon vor... Gut. Der Zufall kommt uns zur Hilfe. Haben Sie das Gutachten erstellt? On the casino property? Of course not. Don't be silly. Well, I don't feel silly, because we found a copy of the report, and you did. I suppose I can't argue with that, but honestly, I have no memory of it. Wie erklären Sie dieses Gutachten? Do you have any idea how many similar sites I've assessed over the years? How many stretches of desert do you think you could remember years later? Anyway, my name's on many things with which I had little, if any, direct involvement. Much of the grunt work is undertaken by students and other researchers. And they're okay with that. Hey, they get the experience, I get the credit. That's academia, Miss Seidel. I assume these are top students. Still, you know how kids are. You might in the future want to check their work a little closer. Why is that? The report we found, that you authored, clearly stating this site has zero historical significance. Well, I have to admit, these things can and do happen, even with the most gifted grad students. Last thing a professor wants, especially on a high-profile site like this one's become. Is there any possibility this situation could be handled with a little discretion? This is terribly embarrassing. Embarrassing? Or incriminating? I admit culpability in lending too much trust and responsibility to my students. But anything else, Miss Seidel, you're drifting into absurdity. Really? I don't see it as absurd. I would say troubling, thinking of all the reasons someone might want to falsify an archaeological report. I have never falsified a report. I don't have to put up with this insulting interrogation. Welche Studenten oder Forscher haben an dem Gutachten gearbeitet? I don't remember. And that's the idea, that nobody does. As I say, students and research assistants pay their dues doing anonymous grunt work and ghostwriting for established authorities, myself included. In exchange, the students receive valuable insight and experience. But no exposure. Isn't that a little sleazy, Professor? It's the reality of academics, Miss Seidel. Call it sleazy or expedient. Either way, you'll find it's not uncommon for an archaeologist to author a study on a site he's never even visited. Sie behaupten also, Sie seien noch nie hier gewesen. Not to my memory. I rarely get off campus, let alone perform first-hand inspections. On the occasions when I am on site, well, I spend most of my time in the office trailer, where I keep all records. So you're sure you haven't been to the site? Quite positive. But I'm starting to find the direction of this questioning quite distressing. Can we please keep it to the archaeological facts of this site?
Wo ist Ihr Bürowohnwagen? At the university in a lot near the archaeology building. But that is part of my private domain, and I must insist that you not go poking around anywhere there unless your business is official. You may see me come around to do a little digging of my own at that, Professor. And I won't send an intern. That's all we need right now. Tja, Bress, bitte, bitte. Yeah? What do you need, guys? Durchsuchungsbefehl für seinen Bürowohnwagen. I get suspicious about guys with selective memories, and the prof hiding behind nameless students doesn't make it for me. Professor Montana doesn't want to talk straight up. Maybe his trailer will be a little more forthcoming. Also, das ist schon wieder so ein typischer Fall für dieses Spiel. Ich hatte mir das Foto schon angeguckt, aber weil ich es mir zu früh angeguckt hatte, habe ich natürlich die entscheidenden Informationen nicht getriggert oder beziehungsweise das Event nicht ausgelöst, das letztendlich dazu führt, dass wir in dem Spiel auch vorankommen. Und hinterher denkt man natürlich nicht nochmal dran, vielleicht sollte ich mir nochmal dieses blöde Foto angucken, es sei denn, man macht es zufällig. Nein, mit der wollte ich doch gar nicht reden. Ich will doch nur hier hin. Wo haben wir? Da. Er behauptet, die Casino-Baustelle noch nie zuvor besucht zu haben. Die Uhr, die auf der Baustelle gefunden wurde, ist von derselben Marke wie die, die er auf dem Berichtsfoto trug. Er streitet immer noch ab, die Fundstelle je besucht zu haben. Er sagt, er kann sich nicht daran erinnern, das Gutachten autorisiert zu haben. Er behauptet, dass oft Studenten im Namen ihrer Professoren Gutachten anfertigen. Professoren haben unter Umständen nie die Orte besucht, über die in ihrem Namen Gutachten geschrieben werden. Er sagt, er könne nicht mehr nachvollziehen, welcher Student das Gutachten angefertigt hat. Tja. I've said all there is to say for now. Okay, wir sind derweil in ihrem Wohnwagen. Und schauen uns da mal um ein wenig. So. Erst einmal von außen. Vögelchen! Piep, 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 piep. Looks like enough dirt on the tire to pull a tread. Danke. Ich habe das Gefühl, dass wir diese Reifen irgendwo schon kennen werden. Some substance up here. Been dried up for a while. So. Meins. Meins. Dann können wir ansonsten, glaube ich, rein. Nobody here. Hope Professor Montana hasn't left for another state. Huch. This shovel got dented hitting something. Or someone. Real hard. Blood on it, too. Wie kann man so doof sein, jemanden vor 2 Jahren töten und nicht das Blut entfernen? Das ist schon eigentlich so viel Dummheit strafbar. Naja. Der könnte fast schon in der Sendung mit den dümmsten... Strange little things. Waxy substance. Soap. Wouldn't exactly call these art. Der könnte schon bei der Show mit den dümmsten Verbrechern auftauchen, wenn er solche Sachen macht. Okay. Könnte der Typ etwa auch ein... Ach Gott, wie kann man nur als Professor so doof sein, auf so eine Geschichte reinzufallen? So. Ich kann aber nicht näher ran, ne? Dann vielleicht? Nee. Nee. Meins? Auch nicht. Gut. Dann erstmal zu Greg. What's up? Ich hätte da für dich das hier. Are we a team or what? Thought your tread is in the computer. Ja, das heißt, ich darf die Drecksarbeit machen, während du einfach nur scannst. It's egg yolk from a red-breasted nuthatch. Rare to find them around these parts, but not unheard of. Oh. I thermocycled the DNA from the blood. Not human. Best guess? Coyote. Mist. So, Reifenspuren. Zack und zack. Tire types matching key characteristics and dimensions. That's a nice spin. Reifenspurübereinstimmung bestätigt. Informationen an der CSI Lab Datenbank wurden aktualisiert.
Gut, dann haben wir sonst nichts. Mist. Nur das Blut eines Kojoten. Und dann gehen wir hier hin, weil wir hatten ja ein Vogelnestchen. Piep, piep, piep. Piep, I think we found ourselves an important reason to pick this up now. piep. Die armen Vögelchen. Naja. Hey, Wir stören sie jetzt einfach, klauen ihr Nest. it's pretty hard to tell much from a nest alone, since birds of a feather don't always flock together. But speaking of feathers, I did find some in this nest, courtesy of a red-breasted nuthatch. Egg yolk came from a red-breasted nuthatch. Could the professor's trailer have once been parked near the dig site? Ha, ha, ha. Herr Professor, ich hätte da mal eine Frage an Sie. Sind Sie unser Täter? Haben Sie je mit Soap Sculptures of America zu tun? Ne, hatten Sie je. Naja. As if you haven't embarrassed me enough, you bring up that ludicrous debacle. You would think an educated person like myself would see through a pitiful scam of that nature. But they flattered me. Played to my own vanity. Desires to express my own creativity, and they made a fool of me. And plucked my bank account at the same time. The effort and money I put into that worthless nonsense. Did you ever look into the company? Perhaps to find out who is running it? Soap sculptures? No. Eventually, as my grand sculptures were rejected, I began to get the drift of the scam. Just chalked it up to a learning experience. Even a professor can learn. Never gave it a second thought once I figured out what the scoundrels were up to. Würde ich jetzt auch That's all we need right now. Ups. Würde ich jetzt auch behaupten, Meister. Würde ich jetzt auch behaupten. Need something? Ich glaube, wir müssen John Montana uns ein wenig genauer anschauen. Not enough. Das darf doch nicht wahr sein. Er gibt zu, ebenfalls auf die Seifenskulpturmasche reingefallen zu sein und behauptet dabei viel Geld verloren zu haben. Wir haben doch schon nachgewiesen, dass der Typ am Tatort war. Oder nicht? Tja. Nur hilft uns das nicht unbedingt weiter, wie mir scheint. Hä? Wie, was denn hier? Oh. Oh, heiliges. Heilige Mutter Maria. That's blood. Good find. Ich hoffe doch wohl nicht, dass das jetzt hier das Blut unseres Opfers ist und der den kaputt geprügelt hat. So. Good blood sample, but it was pretty old. How old? Wasn't able to figure that out. Years for sure. Thermocycled and graphed the DNA for you. Da bin ich mal gespannt, zu wem es passen könnte. Halt da. Und? Oh, oh, oh. Okay, so the blood belongs to our Vic. Still, that doesn't tell us exactly how the stuff ended up in the trailer. DNS-Übereinstimmung bestätigt. Informationen in der CSI Lab-Datenbank wurden aktualisiert. Interesting. Also, manchmal braucht man wirklich nur so einen Glücksfund. Ich habe dieses... I've said all there is to say for now. Okay, vielleicht willst du mit Brest dann nochmal reden? Hm? The link between the suspect and the victim isn't very strong yet. Might consider linking them better. Das Blut ist das Blut unseres Opfers. Aber das reicht dem nicht?